Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Reinhard and Daniel is back teaching you wonderful people. Reinhard und Daniel sind wieder da und lehren euch wunderbare Menschen. So now we've learned that we can all easily be idolatrous without even noticing that. Wir haben also gelernt, wie leicht wir alle Götzendiener sein können, ohne es zu merken. He's now also saying verbally abusive people. Jetzt sagt er auch verbal abwertende Menschen. Now, Reinhard, hang on. Reinhard, warte mal. Verbally abusive people I shall not have any company with? Mit verbal abwertenden, beleidigenden Menschen soll ich keinen Umgang haben? Do you know what? That means some of the pastors have to be thrown out of the church. Weißt du, was das bedeutet? Einige Pastoren müssten da aus der Kirche geworfen werden. And I'm not saying that critically. I've been in meetings where the pulpit was used to verbally abuse the people. Und ich sage das nicht kritisch, aber ich war in Versammlungen, in denen die Kanzel benutzt wurde, um die Leute verbal abzuwerten, zu missbrauchen. Now, remember, Paul is not talking to somebody who, under some pressure, verbally abuses the people. Denk daran, Paulus spricht nicht zu jemandem, der unter Druck die Leute beschimpft, sie verbal abwertet. We've all blown the fuse under pressure. Uns allen ist schon einmal unter Druck die Sicherung durchgebrannt. But what happened? Aber was ist passiert? Paul here is talking about a situation where people lived in that sin, insisted that that's the right to live like this, had nothing but excuses. Paulus spricht hier über Menschen, die in dieser Sünde lebten, darauf bestanden, dass es richtig sei, so zu leben und nichts als Ausreden hatten. And this is the important thing to understand. We cannot be intolerant to sin. Es ist wichtig, dass wir das richtig verstehen. Wir können der Sünde gegenüber nicht tolerant sein. Our heart's attitude has to say sin has to be hated and it's not a place for it in the Christian life. Unsere Herzenshaltung muss sagen, die Sünde muss gehasst werden und hat im christlichen Leben keinen Platz. Or is verbally abusive or a drunkard or a swindler. Jemand, der verbal Menschen abwertet oder ein Trinker oder ein Betrüger ist. You know, it's really interesting. I have literally met people who have used this Bible verse to say that Christians who drink are not Christians. Das ist wirklich interessant. Ich habe Leute getroffen, die diesen Bibelvers benutzt haben, um zu sagen, dass Christen, die trinken, keine Christen sind. Now, Paul is not saying that. Das sagt Paulus nicht. Paul does not say those who drink alcohol, we should not have any fellowship with them. Paulus sagt nicht, wer Alkohol trinkt, mit dem sollen wir keine Gemeinschaft haben. I mean, in some cultures, then you could not have communion with any Christian. In einigen Kulturen könnten wir mit keinem einzigen Christen Gemeinschaft haben. If you believe this means don't drink. Wenn wir glauben, es bedeutet, überhaupt nicht zu trinken. So how do we know what Paul means? Wie können wir herausfinden, was Paulus hier meint? Well, if you look in the original Greek, the word means to be intoxicated with alcohol. Wenn du dir das griechische Original anschaust, bedeutet das Verb sich mit Alkohol berauschen. It means that every single day you drink so much that you lose control over your body, and that's your lifestyle, and you refuse to walk away from it. Es bedeutet, dass du jeden Tag so viel trinkst, dass du die Kontrolle über deinen Körper verlierst und du dich weigerst, von diesem Lebensstil abzulassen. Now, I've worked with alcoholics. Ich habe mit Alkoholikern gearbeitet. I honestly have worked with a whole bunch of alcoholics. Ehrlich gesagt habe ich mit vielen Alkoholikern gearbeitet. And for me, it is a clear difference from the teachings of the Apostle Paul Für mich ist es ein deutlicher Unterschied in Bezug auf die Lehren des Apostels Paulus between a person who struggles with alcoholism and falls back and gets drunk again from time to time, zwischen einer Person, die mit Alkoholismus kämpft und zurückfällt und sich von Zeit zu Zeit wieder betrinkt. and then he comes and he says, I'm so sorry, I don't want to do that. Somebody help me and pray for me. Dann kommt und sagt, es tut mir so leid, ich will das nicht tun, helft mir und betet für mich. Or people who said, I have a right to get drunk. I'm free in Christ. Don't judge me. Oder Leute, die sagen, ich habe ein Recht, mich zu betrinken, ich bin frei in Christus, verurteilt mich nicht. That's what Paul is telling you about. Never forget that. Das ist es, wovon Paulus spricht. Vergiss das nicht. You know, in my life of serving Jesus, Wenn ich in meinem Leben als Diener Jesus
Whenever I taught people the right things, alcoholics became free and they were never drunk again. Menschen, die richtigen Dinge lehrte, wurden alkoholikerfrei und waren nie wieder betrunken. They became free and were never drunk again. Genau davon spricht die Bibel, dass du in der Freiheit Christi lebst und die alten Gewohnheiten hast. And that's when the Bible is talking about that you live in the freedom of Christ and hate the old habits. Danach sagt er, oder ein Betrüger. And now after that he's saying, or a swindler. Was bedeutet das eigentlich, ein Betrüger? Was ist deiner Meinung nach ein Betrüger? Now, what does it actually mean, a swindler? What is a swindler in your opinion? Es ist sehr interessant, dass das Wort im griechischen Original, It's very interesting that in the original Greek, the word actually means a robber. eigentlich Räuber bedeutet. You know, a person who steals things from other people and has this as a lifestyle and don't feel bad about it. Eine Person, die Dinge von anderen Menschen stiehlt und es sich zu einem Lebensstil macht und sich dabei nicht schlecht fühlt. So now Paul is telling us, don't mingle with them or even have a meal with someone like that. Jetzt sagt uns Paulus, mischt euch nicht unter sie und nehmt nicht einmal eine Mahlzeit mit solchen Leuten ein. Now remember that Paul is only talking about people who are part of your fellowship, of your community, and say we are definitely Christians. Denkt daran, Paulus spricht nur über Menschen, die Teil deiner Gemeinschaft sind und sagen, wir sind definitiv Christen. So we have to take our Christian community life very serious. Wir müssen unser christliches Gemeinschaftsleben sehr ernst nehmen. And Paul is telling us why, because sin within the body will defile the entire body. Paulus sagt uns auch warum, weil Sünde innerhalb des Leibes den ganzen Leib verunreinigen würde. And there's another problem. Da gibt es noch ein Problem. If we live in happy, nice, beautiful Christian fellowship with those who absolutely choose to continue living in sin, Wenn wir in glücklicher, schöner, christlicher Gemeinschaft mit denen leben, die absolut in der Sünde weiterleben wollen, besides that they defiling the body, I also believe there's a second problem. abgesehen davon, dass sie den Leib verunreinigen, gibt es noch ein zweites Problem. They never even see a reason to repent and get rid of a sin. Sie sehen keinen Grund, Buße zu tun und sich von der Sünde zu befreien. Why should they get rid of sin? They have the best of two worlds. Warum sollten sie die Sünde loswerden? Sie haben das Beste aus zwei Welten. You know, I have the wonderful Christian fellowship. I can use them when I need to. Ich habe die wunderbare christliche Gemeinschaft. Ich kann sie nutzen, wenn ich sie brauche. And then I can also live my sinful life in the world. It's so wonderful. Und ich kann auch mein sündiges Leben in der Welt leben. Es ist so wunderbar. Well, my friends, of course this is not very helpful and edifying. Nun, meine Freunde, das ist natürlich nicht sehr hilfreich oder erbaulich. So let's become serious about the life of the church and the life of sin. Wir sollten das Leben der Gemeinde und das Leben der Sünde ernst nehmen. Tomorrow we keep going. Morgen machen wir weiter.